Ja, ich begrüße alle hier aus WEF, wo sich im Moment die Mächtigen treffen, die häufig ohne gewählt geworden zu sein entscheiden, wie wir zu leben bzw. wie wir zu sterben haben. Und als Zusammenfassung habe ich hier auf diesem Flugblatt geschrieben, ethisch gesehen ist das WEF Konkurs. Und zwar schon lange ist es Konkurs, weil das Motto des WEF ist seit fast 50 Jahren oder länger committed to improving the state of the world. Also sie sind entschlossen, die Welt zu verbessern. Und ich habe eigentlich irgendwann gemerkt, es ist committed to improving the state of the few. Few ist das Umgekehrte vom WEF. Sie schauen, dass es den wenigen besser geht. Und das ist tatsächlich in den letzten 3,5 Jahren passiert. Dank den sogenannten Covid-Maßnahmen haben sich die 10 Reichsten haben das Vermögen verdoppelt. Unterdessen hat der Hunger sich auch verdoppelt. Die psychiatrischen Anstalten, die platzen aus allen Nähten. Und allgemein ist der Wohlstand bzw. die Lebensqualität zurückgegangen. Was sind jetzt die Rezepte vom WEF? Die Rezepte sind grüne Ideologie. Ich bin ein Freund von Grün, aber die grauen Energie müssen schlussendlich weniger sein als das, was man rausholt. Also wenn man Windmühlen baut, zum Beispiel im Schweizer Zürichgebiet, und es hat dort weniger Wind als in Holland, zum Beispiel nur halb so viel Wind, dann bedeutet das, dass man einen Faktor hoch 3 weniger rausholt an Energie. Und wenn man das sich überlegt, dass man jetzt einfach in sogenannte erneuerbaren Energien, die gar nicht erneuerbar sind, ohne genau eine Analyse zu machen, was die grauen Energie und der Output anbelangt, dann führt das dazu, dass man ein neues Modell hat. Man betoniert sehr viel und die Windmühlen sind nach 16 Jahren wieder obsolet. Und was macht man dann? Also das langfristige Denken, das geht hier komplett verloren. Man denkt eigentlich in Quartalsberichten Takt. Und das passt ein bisschen zu diesen Helikoptern, die da heute hochgeschwirrt sind. Man spricht über Klima, aber das Klima, die meisten Schwerreichen, die sind mit dem Jet gekommen. Und es ist ja interessant, dass zum Beispiel die sogenannten Pariser Abkommen 2015, was das Klima anbelangt, da sind 5 Sachen ausgeschlossen. Der Krieg, das Militär ist ausgeschlossen, Geoengineering ist ausgeschlossen, die Schifffahrt ist ausgeschlossen, die Flugindustrie ist ausgeschlossen und eben auch das Verhalten der Superreichen. Die können machen, was sie wollen, die können machen, was sie wollen. Und die kleinen Menschen, die 99%, die müssen für das Klima sorgen. Das führt da zu einer eigentlichen Diktatur und das ist möglich, indem man eben alles digitalisiert, dass also unsere Identität digitalisiert wird, das Geld wird digitalisiert, das Bargeld soll abgeschafft werden und dann haben wir mehr als den gläsernen Bürger. Wir haben den absolut versklavten Menschen und die Frage ist halt, ob wir das wollen. Wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir jetzt wirklich schnell handeln. Und man sagt, in der Schweiz stehen die Leute sehr früh auf, aber leider, weil es ihnen noch relativ gut geht, wachen sie viel zu spät auf. Und da möchte ich jetzt einen Beitrag dazu leisten, dass wir jetzt aufwachen und endlich aktiv werden und zusammentun, auch mit Leuten, die es nicht überall gleich sehen, weil wir gehören zu den 99%. Und nur so haben wir eine Chance gegen das 0,01%, die da profitieren von diesem ganzen Wahn, vom Great Reset und von der Agenda 2030. Die Agenda 2030 ist eigentlich eine UNO-Agenda, aber die wurde gekapert vom WEF. Da gibt es einen Vertrag seit 2019 und die UNO ist so verschuldet, dass das WEF jetzt nachhilft. Aber wenn das WEF einer verschuldeten Organisation, die eine Friedensorganisation sein sollte, nachhilft, dann weiß man, dass BlackRock gewinnt, aber nicht die Allgemeinheit. So möchte ich es bewenden lassen. Ich hoffe, dass jetzt viele Leute, die das gehört haben, auch die Jungen hoffe ich, dass die jetzt endlich aktiv werden und ihre Kraft bündeln und die Spaltung weglassen, damit wir endlich einen Beitrag zu Wohlfahrt, zu Frieden und zu mehr Gerechtigkeit machen können. Danke vielmals.